Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Fräsmaschinen. Heute geben wir euch einen Überblick über unser Sortiment und stellen euch die verschiedenen Modelle genauer vor. Hier sehen wir unsere 3 kleinen Fräsmaschinen der Reihe Paulimod Made by Sieg. Sie werden gerne im Hobbymodellbau, bei der Zerspannung kleinerer bis mittlerer Werkstücke sowie bei feineren Fräsarbeiten eingesetzt. Hauptsächlich werden Kunststoffe und Buntmetalle mit ihnen bearbeitet, jedoch sind auch Arbeiten mit Stahl bei kleiner Spantiefe möglich. In den Maschinen ist keine Pinole verbaut, sondern der Vorschub in Z-Richtung erfolgt über das Verfahren des Fräskopfes. Bei den Maschinen ist eine Feinverstellung möglich. Schauen wir uns unsere Fräsmaschine X2P genauer an. Sie ist unser Einsteigermodell und verfügt über eine Abgabeleistung von 350 Watt. Die Maschine wird über einen Bürstenmotor und ein zweistufiges Getriebe angetrieben. Die Drehzahl ist stufenlos regelbar und reicht im Rechtslauf von 100 bis 2500 Umdrehungen pro Minute, wobei sie über 2 Drehzahlbereiche, langsam und schnell, verfügt, die über einen Hebel wählbar sind. Durch diese Untersetzung ist auch im niedrigen Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment an der Arbeitsspindel gewährleistet. Der langsame Drehzahlbereich reicht bis 1100 Umdrehungen pro Minute, der schnelle bis 2500 Umdrehungen pro Minute. Die Werkzeugaufnahme der X2P ist Mk3. Die Maschine verfügt über einen einstellbaren Tiefenanschlag für reproduzierbare Serienbohrungen. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten ein- bzw. nachstellen. Weiter geht's mit der SX2L. Diese hat eine Abgabeleistung von 500 Watt und wird, im Gegensatz zur X2P, von einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung angetrieben. Das bedeutet, dass die Maschine bei Belastung automatisch nachregelt, um die vorgegebene Drehzahl zu halten. Sie verfügt über einen sehr laufruhigen Riemenantrieb. Die Drehzahl ist im Rechtslauf stufenlos regelbar von 100 bis 2500 Umdrehungen pro Minute. Der gesamte Drehzahlbereich wird durch eine Riemenstellung abgebildet. Es ist kein Umlegen des Riemens notwendig. Die Werkzeugaufnahme der Maschine ist Mk3 und die Z-Säule kann bis zu 45 Grad geneigt werden. Eine Besonderheit der Maschine ist ihr hohes Drehmoment auch im niedrigen Drehzahlbereich. Auch sie verfügt über einen einstellbaren Tiefenanschlag für reproduzierbare Serienbohrungen und kann als große Schwester der X2P hinsichtlich Steuerung und Motor verstanden werden. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten ein- bzw. nachstellen. Die Fräsmaschine SX1P verfügt ebenso wie die SX2L über einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung und eine Abgabeleistung von 250 Watt. Die Drehzahl ist im Links- und Rechtslauf stufenlos regelbar im Bereich von 100 bis 5000 Umdrehungen pro Minute. Wir haben hier also die Möglichkeit, mit relativ hohen Drehzahlen zu arbeiten. Die SX1P verfügt über einen Riemenantrieb, ist also sehr leise. Auch hier wird der gesamte Drehzahlbereich über eine einzige Riemenstellung abgebildet. Ein Umlegen des Riemens ist nicht notwendig. Die Fräse verfügt über eine Mk2 Werkzeugaufnahme. Die Z-Säule der Maschine ist per Handrad verstellbar. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten ein- bzw. nachstellen. Kommen wir nun zu unseren größeren Fräsmaschinen der Reihe Paulimod Made by Sieg. Diese sind auch für größere Fräsarbeiten geeignet und werden unter anderem im Funktionsmodellbau eingesetzt. Mit diesen Fräsmaschinen kann auch Stahl problemlos bearbeitet werden.
Beide Modelle werden durch einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung angetrieben. Auch sie verfügen über eine Feinverstellung. Beide Maschinen haben eine SK30 Werkzeugaufnahme und verfügen über eine Gewindeschneidfunktion, die per Knopfdruck aktivierbar und an jedem Hebel des Sterngriffs zu betätigen ist. Der Pinolenhub ist bei den Maschinen über eine digitale Anzeige ablesbar und sie sind beide mit und ohne Messsystem erhältlich. Die SX3L ist die kleinere der beiden und verfügt über eine Abgabeleistung von 1000 Watt. Die Drehzahl ist im Links- und Rechtslauf stufenlos regelbar im Bereich von 100 bis 1750 Umdrehungen pro Minute. Sie verfügt auch im niedrigen Drehzahlbereich über ein hohes Drehmoment. In der Maschine ist ein bürstenloser Gleichstrommotor verbaut und sie läuft sehr leise dank Riemenantrieb. Es ist kein Umlegen des Antriebriemens notwendig. Der gesamte Drehzahlbereich wird über eine Riemenstellung abgebildet. Der Fräskopf ist schwenkbar. Ein besonderer Vorteil der Maschine ist, dass das Handrad für die Z-Säule vorne an der Maschine auf Arbeitshöhe angebracht ist, was die Bedienung erleichtert. Die Führungen lassen sich mittels Keil- und Druckleisten ein- bzw. nachstellen. Die SX4 ist die größte Fräsmaschine in unserem Sortiment und wird auch häufig im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die Abgabeleistung der SX4 beträgt 1500 Watt und sie verfügt ebenso über eine stufenlos regelbare Drehzahl im Rechtslauf im Bereich von 100 bis 1600 Umdrehungen pro Minute. Auch sie hat ein hohes Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich. Sie wird über einen bürstenlosen Gleichstrommotor angetrieben und läuft extrem leise dank Riemenantrieb. Der Fräskopf ist schwenkbar und in Z-Richtung elektrisch verstellbar. Außerdem kann der Neigungswinkel über einen digitalen Winkelmesser angezeigt werden. Sie ist sehr massiv und schwer und verfügt über einen sehr großen Tisch. Außerdem ist bei der SX4 eine Arbeitsleuchte vorhanden. Alle Führungen lassen sich mittels Keilleisten ein- bzw. nachstellen. Schauen wir uns jetzt die Bohr- und Fräsmaschinen von Paulimod genauer an. Zunächst die F205V, die F207V und die F307V. Die Maschinen sind, trotz ihrer kompakten Bauweise, massiv gefertigt und werden unter anderem im gehobenen Hobbybereich für den Modellbau oder Prototypenbau eingesetzt. Stahl kann mit diesen Maschinen problemlos bearbeitet werden. Die drei Maschinen sind mit und ohne Messsystem erhältlich. Die drei Maschinen sind nahezu identisch aufgebaut. Sie verfügen über einen deutschen 3-Phasen-Asynchron-Drehstrommotor, der über einen speziell darauf abgestimmten Frequenzumrichter aus österreichischer Herstellung und ein zweistufiges Getriebe angetrieben wird. Die Abgabeleistung bei der F205V, der F207V und der F307V liegt bei 750 Watt. Die Drehzahlen sind stufenlos regelbar im Links- und Rechtslauf im Bereich von 150 bis 2250 Umdrehungen pro Minute. Die Maschinen verfügen alle über eine digitale Pinolenhubanzeige und eine Feinverstellung der Pinole. Alle Führungen in den Maschinen sind spielfrei durch Keilleisten einstellbar. Die Verstellung der Z-Säule erfolgt über das Handrad oben an der Maschine. Die F205V und die F207V unterscheiden sich lediglich in der Tischgröße. Beide Maschinen haben eine MK2 Werkzeugaufnahme.
Die F207V und die F307V unterscheiden sich nur bei der Werkzeugaufnahme. Während die F207V eine MK2-Aufnahme hat, hat die F307V eine SK30-Aufnahme. Die F400G ist eine Bohr- und Fräsmaschine mit einem 400-Volt-Motor. Alle anderen Fräsmaschinen aus unserem Sortiment laufen mit 230 Volt. Sie wird durch einen zweistufigen Drehstrommotor aus deutscher Herstellung angetrieben. Die Abgabeleistung des Motors liegt bei 600 bzw. 900 Watt. Durch den zweistufigen Motor und das Getriebe stehen insgesamt 12 mögliche Drehzahlen im Links-Rechtslauf zur Verfügung. Wir erreichen dadurch einen Drehzahlbereich von 105 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Auch hier kann der Pinolenhub über eine digitale Anzeige abgelesen werden und eine Feinverstellung ist möglich. Es ist eine SK30 Werkzeugaufnahme verbaut. Die Maschine ist sehr massiv und die Führungen sind an allen 3 Achsen über Keilleisten spielfrei einstellbar. Das Handrad für die Z-Säule befindet sich auf Arbeitshöhe, was die Bedienung erleichtert. Die Besonderheit an der Maschine ist der schwenkbare Tisch. Wir hoffen, unser Video zu unseren Fräsmaschinen hat euch gefallen und euch einen Überblick über unser Sortiment gegeben. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Sortiment auszubauen und werden in Zukunft weitere Fräsmaschinenmodelle anbieten können. Alle Infos rund um unsere Fräsmaschinen und die Entwicklung unseres Sortiments findet ihr in unserem Shop. Der Link dazu steht unter dem Video.